Hi, ich bin Zoe Wees, ich bin hier bei Diffuse und wir sprechen heute über Control. Also Control, ich hatte früher Rolando-Epilepsie und das ist so eine Form von Epilepsie, die im Kindheitsalter kommt und halt mit der Pubertät verschwindet meistens. Nicht immer, aber meistens, und bei mir war es halt der Fall. Und ich hatte halt in der Zeit eine Lehrerin, also du kämpfst halt mit Krampfanfällen und allem, und ich hatte halt eine Lehrerin, die mir da so durchgeholfen hat und die halt selber mega viel Ahnung davon hatte und halt, wir hatten so extra einen Gruppenraum in der Klasse, wo ich dann halt immer, wo sie mich dann in den Arm genommen hat und dann mir das durchgestanden hat. Und das halt wirklich so 3-4 Jahre oder so. Und wie soll ich anders Danke sagen? Deswegen habe ich einfach den Song geschrieben und ihr gezeigt, wie dankbar ich bin, dass sie so mein Leben gerettet hat und schöner gemacht hat. Sie und Luis Capaldi waren tatsächlich die ersten, die das gehört haben. So, und ich habe ihr das gezeigt und sie hat halt so wirklich die 3 Minuten, bevor es losging, hat sie mich schon in den Arm genommen. Das war so eine Situation, da war so ein richtiges Throwback, weil ich halt einfach so gewohnt war, wenn ich in ihrem Arm war, hatte ich einen Krampfanfall, weißt du, es war so ein richtig so ein nahes Gefühl, aber ja. Sie hat geweint, ganz doll. Ich habe halt also Bilder gesehen, wo ich halt wirklich schon so mit 3 am so im Klavier saß und so. Also ich habe das schon immer geliebt, aber so safe bei Bewusstsein habe ich das erst so mit 10 oder 9 so gedacht, so ey, ich liebe das. Da habe ich so Hannah Montana noch gehört damals und ja, und dann habe ich einfach immer weitergemacht und dann meinen Manager kennengelernt. War relativ früh klar, dass ich das für mein Leben lang machen möchte. Und I would die for doing this my whole life. Also meine Mutter hat nie richtig Musik gehört. Aber sie hat selber Klavier gespielt, so. Sie hat halt so diese Basic Songs halt gelernt, so. Und sie hat halt 18 Jahre Klavier gespielt und dann habe ich halt auch, so, da hatten wir es alles da und dann habe ich halt auch ein bisschen mir selber was beigebracht und sowas. Für mich war das halt alles so unreal, weil ich habe die Zahlen gesehen auf Spotify und halt auch auf Instagram und wie es gestiegen ist und bei TikTok auch. Also ich habe halt nie richtige Leute vor mir gesehen, die das wirklich verfolgen, meine Musik. Deswegen ist das für mich bis heute immer noch nicht so real, weil ich halt noch nicht durch Corona halt so viel sehen konnte. Ich weiß, dass viele Leute Control kennen und ich werde auch oft angesprochen draußen, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich so bekannt bin. So, ich glaube einfach, dass es Leute kennen Control und haben mich einmal gesehen vielleicht oder so oder ein paar Mal gesehen, aber die setzen sich nicht so richtig mit mir auseinander. Das nervt nicht. Es ist manchmal anstrengend, aber ich glaube, so wie jeder Job oder jeder, der sowas macht und Hard Work pays off, so ich glaube, das wird sich lohnen. Also ich reise halt mit meinen Freunden, ich darf die halt mitnehmen. Das ist halt mein großes Glück, das heißt, ich habe halt meine Freunde immer bei mir. Und ich habe auch meinen Führerschein schon vor ein paar Monaten angefangen und ich bin so on it, so. Also es ist gerade nicht so viel Platz dafür, so viel Privatleben, aber dadurch, dass ich die Freunde halt immer mitnehmen darf, habe ich halt so alles, was ich brauche schon und also mit mir on the road, you know. Thank God, ich musste noch nie mit Neid oder so im Freundeskreis kämpfen. Also früher schon, so ein bisschen so, aber das war halt so, da war halt, hat so seine Phase gehabt. Aber ich habe halt so immer meine festen, also so 2 richtige Freundinnen gehabt und die habe ich immer noch und die habe ich schon mein Leben lang so. Also ich glaube jetzt, also wenn ich so drüber nachdenke, dann sind es safe, also überwiegend positive Sachen an Social Media. Nur halt diese eine Sache, die halt so, es sind so viele Leute unterwegs, die dir dein Leben auch schwer machen können auf Social Media und die dich halt echt mobben können dort. So, das ist so die einzigste Sache, wo man sich so denkt, so das wäre ein Grund, das nicht zu machen. Aber wenn du stark bist und du wirst dadurch ja auch stärker, das heißt, ich glaube, also für mich war Social Media sehr hilfreich. Und das hat mir so Feedback von anderen Leuten gegeben. Und klar nicht jeder liebt meine Musik. Und das ist totally okay. Ich bin totally fine with this. Solange du mir das respektvoll sagst. Und das muss man in Social Media noch lernen. Und das können nicht so viele. Also im Endeffekt denk einfach immer so, du siehst halt, die Person kennt dich nicht so. Die haten dich, aber die judgen, bevor die dich kennen. Niemand kennt mich von den Leuten, die mir folgen, außer mein Team. Und die judgen, also die haten halt so. Weißt du, was ich meine? Das heißt, du hörst diesen Hate, der nicht mal respektvoll ist von Leuten, die dich nicht kennen. Das heißt, du kannst das gar nicht persönlich nehmen. Weil die kennen dich nicht. Die judgen dich für dein Äußeres, aber das ist ja im Endeffekt, du lebst halt, das Innere ist halt, deine Seele ist halt das, was du lebst. Und nicht dein Körper ist nur so eine Hülle, die du halt bei dir trägst, damit keiner das sieht. Tatsächlich habe ich vor 3 oder 2 Tagen mit Capitol Records einen Deal gesigned. Also es ist ein Major Deal und der ist nicht in Deutschland, das ist ein amerikanischer Major Deal und ich bin jederzeit ready to move out. Also EP wird safe Anfang nächsten Jahres kommen, also safe. Weil vor allem jetzt haben wir so ein großes Team und jetzt haben wir noch mehr Leute, die da noch mehr Motivation und Kraft reinstecken. Das heißt, es wird noch schneller als sonst passieren. Aber na klar müssen wir uns auch so ein bisschen, also wir müssen
ich höre so ein bisschen auf alle, weil alle haben da ein bisschen mehr Ahnung als ich. Und ich vertraue denen und ich glaube, das wird ganz bald kommen, safe. Auf jeden Fall Anfang nächsten Jahres.